kann es nicht anders sagen, als das bei einer Rennunterbrechung wichtigste Fahrzeug zu steuern. Das ist mehr als ein Ritterschlag. Ja, mein Name ist Norbert Haug. Ich habe bei Mercedes-Benz von 1990 bis Anfang 2013 den gesamten Motorsport verantwortet. Ich kann es kaum glauben, dass das schon 30 Jahre her ist, aber das ist die Realität heute. Das Thema Safety Car passt unheimlich gut zu Mercedes, weil Norbert Haug ganz klar die Vision auch hatte, dass die Marke Mercedes, die ja auch für Sicherheit steht, und das war ja auch einer der großen Antriebe von Norbert in seiner Zeit als Motorsportchef, dass er immer auf das Thema Sicherheit gepocht hat. Das Auto kann ein paar km/h langsamer sein, aber es darf nie im Kiesbett stehen. Es darf nie durch ein Bremsversagen irgendwo neben der Strecke stehen, weil das wäre der größte Lapsus, den man sich erlauben kann. Wir haben damals nicht ahnen können, dass das, sag ich mal, solch eine lange Kooperation werden würde oder könnte, weil nach den ersten Jahren kamen natürlich dann relativ schnell Konkurrenzfirmen um die Ecke, die bei Air Sports Management bzw. bei der Formel-1-Organisation und der FIA immer versucht haben, uns im Grunde zu ersetzen. Also erst sind wir überhaupt dazu gekommen, weil der Renault nicht funktioniert hat. Michael, du erinnerst dich dran, da hatten die irgendeinen Motorschaden mit so einem wild gemachten Renault 5. Ja, es war ein ganz eigenartiger Umstand. Also da gab es ein Fahrzeug von Renault beim Grand Prix von Monaco und der Professor Sid Watkins, der Sicherheitsdoktor der FIA, der kam hinterher in das Motorhome zu Bernie Ecclestone und hat gesagt, wir haben einen Motorschaden, ich komme mit dem Auto nicht mal den Berg hoch oder wie oder was. Und dann hat der Bernie gesagt, we need to find a solution, what can we do? Uns wurde angeboten, im Prinzip das Safety Car für die Formel 1 zu stellen. Und zwar auf einer professionelleren Art und Weise, als es in den Jahren davor vielleicht geschehen war. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir eine Lösung finden. Wir lassen uns mal überlegen, was wir da machen können. Und ich glaube, das war dann 3 Rennen später, als das Safety Car zum ersten Mal, das Privatfahrzeug von Bernd Mailänder übrigens, das wir ihm dann abgenommen haben, der bei uns DTM-Fahrer war. Ja, da war man eben extrem sparsam im Motorsport und hat nicht die Autos zu Hülle und Fülle gehabt. Und deshalb musste das Auto von ihm herhalten. Wir konnten kein Auto über Nacht herzaubern, wollten wir auch nicht. Und es war auch in der Zeit, da ist man noch ohne Überrollkäfig im Auto gefahren. Das ist alles dann in der Folge entwickelt worden. Und ich erinnere mich noch, dass ich einmal das Safety Car nach Monza fahren durfte, was eine tolle Fahrt war. Sehr aufmerksamsreich, weil das Fahrzeug natürlich schon voll beklebt war, bis auf den Lichtbalken, der lag hinten auf der Rücksitzbank. In der damaligen Zeit waren die Budgets für Motorsport immer extremst knapp. Und das galt natürlich auch für das ganze Projekt Safety Car. Ja, die erste Phase 96, die war natürlich spannend, weil es einfach darum ging, aus dem Stegreif überhaupt ein Auto zu besorgen, was man als Safety Car dann einsetzen konnte bei den einzelnen Grand Prix in den unterschiedlichen Ländern, auch Übersee. Und da waren das teilweise Autos, die uns die Landesgesellschaften zur Verfügung gestellt haben aus ihren Fuhrpark. Da waren dann teilweise CLK 230 Kompressor dabei. Aber auch Kundenfahrzeuge. Ich entsinne mich zum Beispiel in Brasilien bei dem Grand Prix hatten wir einen C36, der eigentlich dann ein paar Wochen später an den Kunden ausgeliefert wurde in Brasilien. Das hat aber alles gut funktioniert am Ende des Tages. Der Bernd hat natürlich den Fehler gemacht, damals, wo man ihm seinen Dienstwagen abgenommen hat, dass er sich gleich den Vertrag sichert, dass er in Zukunft immer
Damals hatte ich Safety Car als Dienstwagen bekommen, mein Freund. Ich sag's Das war euch, ein ich habe kleiner Versager. keine Ahnung gehabt. Als ich den Anruf bekam, dass ich das Auto vorbeibringen soll zu euch nach Velbach, da dachte ich, ist total blöd, wenn du so nah an der Firma wohnst. Weil ich hätte ja jeden anderen anrufen können. Aber die waren ja alle weiter weg. Und ja, dann war der wunderschöne C36 weg. Das war schon gut so. Weil dadurch warst du im Hinterkopf von Norbert und der Norbert hat dann dafür gesorgt, dass du der Fahrer wurdest. Ich habe im Jahr Ende 98 bin ich von Mercedes AMG weggegangen. Ich habe mich neu orientiert. Damals der Porsche Supercup. Und natürlich beim Auftakt in Europa, großer Preis San Marino, bekam ich an einem Donnerstagnachmittag einen Anruf von einer englischen Telefonnummer. Und dieser Anruf war von Charlie Whiting, der damalige Renndirektor der Formel 1 oder unter anderem der Formel 1. Und kurzes Vorstellungsgespräch. Ich war total überrascht von der ganzen Situation. Und rausgestellt hat sich, dass im Hintergrund Mercedes, Norbert Haug, Michael Bock, ein paar andere Herren noch aus der Formel 1 sich eingesetzt haben, wenn ein neuer Safety-Car-Fahrer gesucht wird in der Kategorie Formel 3000. Bernd Mailänder ist verfügbar und so kam das zustande. Ich wusste nichts davon. Ich war voll fokussiert eigentlich auf meine Meisterschaft, die ich gefahren bin und habe an dem Wochenende sozusagen noch einen zweiten Job aufs Auge gedrückt bekommen, der mir bis heute erhalten geblieben ist. Und natürlich ging es auch noch nach oben mit der Formel 1. Der Norbert hat dann dafür gesorgt, dass du der Fahrer wurdest, ein paar Jahre später. Wenn das so war, ja, ich glaube es ja. Ja, das war so. Nee, ich gehe mal davon aus, dass es so war. Ich wollte Klaus Ludwig überreden anfangs, aber der hat keinen Bock gehabt. Das glaube ich dir jetzt nicht. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen, als das bei einer Rennunterbrechung wichtigste Fahrzeug zu steuern. Das ist mehr als ein Ritterschlag für den Bernd Mailänder. Das ist jetzt mein allererstes Fahrzeug gewesen. Und da war man wirklich im roten Bereich.